Hallo meine allerliebsten Hexors und Hexen, heute wieder mal zurück mit Hack the Box. Heute, ja, wie gesagt, mit Hack the Box, aber mit der Maschine Craft. Craft ist eine Medium-Maschine, die auf Linux basiert, das sehen wir hier. Und ich habe natürlich schon mal hier gestartet. Ich habe sie natürlich noch nicht davor gemacht, aber sie hat eine unfassbar hohe Rating, also eine super, super gute Wertung von 4,9 von 5 Sternen, was mir sagt, dass diese Maschine sehr, sehr geil sein muss. Deswegen dachte ich mir, Mensch, das müssen wir uns angucken. Und ja, bevor wir starten, noch mal ganz kurz hier die Ansage, dass das Ganze hier erstens mal natürlich nur für Bildungszwecke gedacht ist. Das heißt, ihr dürft das Wissen hier gerne bei Hack the Box anwenden, gerne bei Hack the Box oder anderen CTF-Plattformen dann auch üben, ja, aber natürlich nicht auf Webseiten, solange ihr keinen Pentesting-Vertrag habt. Das Ganze ist super wichtig, also ihr könnt hier wirklich Skills lernen, die man später für die Arbeit wirklich dringend braucht. Wenn man als Pentester arbeitet, sind diese Skills unerlässlich, aber ihr dürft es natürlich nicht ohne Auftrag machen, ansonsten begeht ihr eine Straftat. Das muss man hier ganz klar davor sagen. Und das Ganze hier ist natürlich vollkommen legal. Im Gegenteil, es ist sogar von Hack the Box so gewünscht, weswegen ihr auch diese kleine Anzeige unterstützt von bezahlten Produktplatzierungen bekommen habt. Es ist zwar keine Werbung, denn ich kriege hierfür kein Geld in dem Sinne, aber ich habe den VIP-Zugang for free bekommen. Das muss ich natürlich immer dazu sagen. In dem Sinne, wir haben eine gewisse Kooperation, allerdings keine bezahlte. Okay, und jetzt darf ich anfangen, jetzt nachdem wir das alles hier mal losgeworden sind. So, wie das Ganze funktioniert, habe ich euch ja schon mehrfach gezeigt. Gucken uns mal ganz kurz die Statistiken an und wir sehen, dass hier sehr viel mit Enumeration, also quasi Aufzählung oder halt rausfinden zu tun hat. Also wir werden viel suchen müssen, wir müssen wohl einiges Custom machen, okay. Und es hat wenig von CTF, geil. Und sehr viel von, wobei ein bisschen von CV und sehr real tatsächlich sogar, okay. Sieht also sehr, sehr geil aus. Ich bin sehr gespannt, wie das da dann am Ende wirklich so aussehen wird. So. Wir kopieren uns mal ganz kurz die IP-Adresse, mal gucken, ob das mittlerweile geht. Ich hatte vorhin einen Patch, aber ich habe den Rechner noch nicht neu gestartet seither. So, und wir wechseln einmal ganz kurz hier in die virtuelle Maschine. Das ist ein Kali, selbstverständlich. Und ja, wir fügen erstmal ganz kurz hier mit. Ja, so viel zu dem Thema. Die etc-Host-Datei hätte ich ganz gerne bearbeitet. So, wir können hier mal. Das will ich eigentlich nicht. So, also ich hätte ganz gerne die IP-Adresse. Achso, hast du mir die jetzt kopiert? Natürlich nicht. Warum? Warum auch? Nicht wundern, ich schiebe das Ding jetzt mal auf meinen zweiten Bildschirm und da kann ich dann besser abschreiben. Ich hoffe, dass bald mal dieses Kopieren auch funktioniert bei mir. Na komm jetzt. Darf ich jetzt? Jetzt darf ich. So, 10, 129, 42, 245. Ist es Zufall, dass wir immer irgendwas mit 42 haben? Ich glaube ja eigentlich nicht. So, wie nennen wir das Ding denn jetzt? Craft.htb würde ich mal nennen. So, das wird erstmal passen müssen und wir sagen, ja gut, ich kann Insert, wir speichern das Ganze mal. Ach Gott, ich habe nicht sudo genommen. Ach so, was Dummes. Okay. So. Und dann gehen wir hier einfach raus und machen. So, Dankeschön. Und wir wollen das Ganze mit sudo öffnen, selbstverständlich. So. Ja, ist ja gut. Natürlich. Hallo? Jetzt 10, 129. Machen wir das ganz einfach nochmal so. 245. Und wir haben die Craft, okay. Das hätte mich nachher komplett kaputt gemacht. Craft.htb. So, damit fügen wir das erstmal überhaupt hinzu. Ich gucke mir schon mal ganz kurz die Webseite an. Und ja, wie gesagt, die Tags waren, ich mache das nochmal ganz kurz hier rüber. Die Tags sind hier JSON, API, Fuzzing, Sandbox, Escape, Injection und Web. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass wir es mit einer Website zu tun haben und ich mir die auch mal angucken kann. So, craft.htb. https://craft.htb. Kein HTTPS, okay. HTTP. Werde
Ich redirected auf HTTPS? Ich werde redirected, okay. So, aha, okay, also wir haben Craft aims to be the largest repository of US-produced craft beers accessible over REST, also eine API. In future you will release a mobile app, blah, 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 but for now check out our API. Okay, API. Trouble. Ja, selbstverständlich Trouble, weil ich die natürlich hier noch nicht hinzugefügt habe. Wir machen Edit. So, also wie war der API.craft.htb? Okay, also 10, 29, 42, 245 API.craft.htb. So, show me. Ja, wissen wir. Okay, also wir haben eine API. Das ist tatsächlich mal was Neues. Wir hatten schon sehr, sehr lange keine API mehr und die ist sogar schön dokumentiert über eine Swagger. Das ist toll. Und ja, das heißt wirklich Swagger. Hier oben steht sogar. Swagger bedeutet quasi oder ist quasi eine Art, eine API zu dokumentieren. Habe ich sogar mal Tutorials drüber gemacht. Könnt ihr sogar gerne mal reingucken. So, was haben wir hier? Authentifikation. Checks the validity of an authorization token. Outlogin, Username, Passwort. Ein neuer Brew-Entry. Okay. List of Brews. Muss ich die jetzt wirklich fuzzen? API-Fuzzing steht sogar dabei. Brew-ID. Delete a Brew. Das ist relativ generisch. Das ist einfach ein CRUD. Einfach ganz normal createn, getten, putten, also updaten, deleten und die Brew-Daten rausholen. Und natürlich Authentifikation und Login. Okay, das ist sehr, sehr generisch. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir da wirklich dann machen wollen damit. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da wirklich von Haus aus was ist. Okay, gehen wir doch nochmal zurück zu der Webseite. Vielleicht habe ich was übersehen. Craft. Craft ist das. Home ist das. Was ist das? Oh, noch ein GOG-Server hier drauf. Oh, das habe ich ganz übersehen. Seht ihr, das meine ich. Ständig übersieht man was. Okay, also 10, 129. Ja, ich füge das dritte jetzt hier hinzu. 245 war es. Und was war das? GOGS, oder? GOGS.craft.htb. GOGS.craft.htb. Okay. Show me. Ja, ich weiß. Ist ja klar. So, GOGS ist ein Painless Self-Hosted Git-Service, wissen wir doch. Was haben wir denn hier? Sign-in können wir wahrscheinlich noch nicht machen, weil wir noch keine Passwörter. Oh, es gibt. Oh, die API ist public, also Open Source. Oh. Issues ist immer gut. Bogus ABV Values. It's possible to add bogus ABV values to database. For instance, a brew with 15,0 ABV. Can we make a check? Der hat einen API-Token hier reingepackt. Hä, der hat in sein Issue sein API-Token reingepackt. Das sollte klappen. Moment, das probiere ich aus. Und ja, sowas kommt tatsächlich vor. Ja, das sollte ich vielleicht nochmal. Curl. Name Bullshit. Send a request that this server could not understand. Was haben wir denn gemacht? Habe ich überhaupt eine URL angegeben? Ah doch, ja, hier. Post, API Craft, API Brew, Data, Bullshit. Oh. Ich müsste aber ein API-Token haben. Das da müsste mein gültiges API-Token sein. Okay, das ist schon mal mega. Ich probiere jetzt mal was. Ich probiere mal kurz was aus hier. Wenn wir das API-Token out-check, hier müsste es gecheckt werden können. Out-Login, out-check. So. No parameters?
Ah, Request URL. Hä? Checks validity of an authorization token. Success. Hä? Ah, invalid token or no token found. Okay, und was kann ich jetzt als Parameter angeben? Wie haben die das gemacht gehabt? Minus HX Craft Token. Dann nehmen wir das doch mal komplett so weiter. Fügen wir das doch einfach mal hier hinzu, oder? Hallo? Ich sollte hier eigentlich tippen können. Okay. Dann machen wir das anders, dann machen wir das halt bei uns. So. Ah, shit. SSL Certificate Problem. Kill failed to verify legend, blah, 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 blah. Web page mentioned above. Na, shit. Wobei eigentlich auch schon dieser Request hier oben genau das gemacht hat. Was, wenn wir hier einfach diesen Request hier ein bisschen modifieren und statt dem Post machen wir ein Get. Ist es richtig? Genau, das ist richtig. Und jetzt an welche URL geht das? An die da. Ach so, ja, natürlich. Invalid Token or no Token found. Shit. Ja. Okay, dann ist das Token wohl nicht mehr gültig. Schade. Das wäre ja gut, das wäre wirklich viel zu einfach gewesen. Okay. Das ist, der Issue ist sogar noch open. Was geht's denn hier? Ungültige Fix is live. Hä, aber warum ist es dann noch open? Fix is live and seems to be working. Okay, gucken wir mal rein. Hä? Moment. If eval %s größer 1% request.json ABV. Da ist ein eval drin. Eval führt quasi Code aus, direkt auf dem Server. Wenn der String größer 1, das kann ich doch sicher kaputt machen. Request von request JSON ABV. Request JSON ABV. Welcher Endpoint ist denn das? Endpoints Brew. Also der Brew Endpoint in der ABV. ABV. Wo ist der Brew Endpoint? Brew. Brew. Welcher von beiden? Shit. Aha. Okay, also Brew Endpoint. Hier, Post, der Post-Request. If eval creates a new brew entry. Na ja, natürlich, klar. Ja. Creates a new brew entry. Der da. Wenn ABV größer ist als 1, das heißt, das hier, das müsste eigentlich gedingst werden können. Das müsste geevalt werden können. Was passiert denn, wenn ich den mal ausführe? Executen wir das mal. Ah, ich brauche einen Token. Okay. Schwierig. Ich brauche einen Token. Oder muss mich irgendwie einloggen können. Okay. Schauen wir noch mal ein bisschen. Also, wir wissen jetzt schon mal, dass der Endpoint hier angreifbar ist. Zumindest im Prinzip. Jetzt schauen wir nochmal. Tests. Haben wir noch irgendwelche coolen Commits oder sowas? Issues. Haben wir Fixed Issues? Einer closed. Add Authentication to Brew API. Please add done C commit closed 2 years ago. 404. Schade. Okay, was haben wir noch? Mehrere Branches vielleicht? Nein, haben wir nicht. Haben wir, was für Commits haben wir denn? Cleanup Test, Add Test Script. Ja, das wollte ich nicht. Der da. Oh. Da hat jemand aus Versehen seine Credentials gepostet. Das probieren wir doch mal aus.
Das probieren wir doch mal aus. So. Also check. Nicht check. Login. Execute. Ach scheiße, ich muss doch irgendwo hier. Moment. Nee, nicht das. Das da will ich. Try it out. Was ist ein Get? Oh, interessant. Okay. Ah, shit, das hat nicht geklappt. Muss ich mir die jetzt merken oder was? Die Nash mit SH. Die Nash mit SH und das da. Oh, safe. Ha! Ich habe einen Token. Okay, das ist nice. Er hat seine Credentials offensichtlich zwar wieder rausgemacht, das heißt, im Code sind sie nicht mehr drin, aber er hat vergessen, sie zu ändern. Das heißt, im Commit sind sie definitiv noch drin. Okay, also Token haben wir. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie das Token hier angeben können. Das kopieren wir uns mal. So. Ich glaube, ich mache das separat. Machen wir hier mal eine. Was haben wir denn hier alles? Bauen wir uns doch mal ein Directory. Wie hieß das Ding? Craft. So. Okay, also wir. Ja, was wollen wir denn? Schreiben wir jetzt einfach mal hier eine exploit.python. Ich weiß, das ist kein String unterm Cursor ist, keine Sorge. So. Ja, das war nicht geplant. So. Nee, doch, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Okay, also, zunächst einmal, was wollen wir denn machen? Wir wollen. Ja, lasst uns hier mal einfach eine Funktion schreiben, def get token. Das wäre dann response ist gleich requests.get. Diese URL. Ups, nein. Dahin. So. Diese URL. Dann die Authentifikation davon wäre die Nash mit SH. Und sein Passwort war. Sein Passwort. Ich hasse ich Wim. So, sein Passwort, das war die Out. Dann haben wir, was brauchen wir noch? Genau, das müsste eigentlich das schon sein. Das Token kriegen wir als response.json von Token. Und das return wir return Token. Ey, Mann, ich kann heute nicht tippen. Python Exploit, so. Exploit.py. Okay, Max Retries. Die HTTPS-Sache. Wir müssen ja HTTPS quasi ignorieren, ne? Wie war das? Da gab es eine Möglichkeit, das zu deaktivieren. Oh shit, sorry, das war nicht geplant. Es ging über Requests irgendwie. Requests. Ja, ist ja gut. Verify. Okay. Verify gleich false. Ich dachte, das kann man direkt bei Requests irgendwie.
Natürlich ist es allowed. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Hier, sag ich doch. So. Genau, Token. Perfekt. Okay, also Token haben wir. Adding Certificate. Ja, nee, brauchen wir nicht. Okay, also dann, was wollen wir mit dem Token machen? Jetzt ist die Frage, wir wollen das Ganze natürlich exploiten, also def exploit. Und was wollen wir mit dem Exploiten machen? Wir wollen ja quasi... Was ist denn heute los? Hallo? Vor allem, wer frisst mein Input? So. Also, wir wollen mit dem Exploit diesen Brew-Endpoint aufrufen. Und zwar den Create-Brew-Endpoint. Und dazu hatten wir doch hier diese... Wo ist der Endpoint hier? Also das können wir jetzt schon mal wieder zumachen. Authentifikation haben wir schon. Wir haben unser Token. Jetzt, wir müssen ABV, genau. ABV war das. ID, gut, dann geben wir doch einfach mal hier schon mal das. Hallo? Hallo? Jetzt. Also wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwie Data ist gleich Geschäfte Klammer. Ist ja JSON. So. Und dann sagen wir Data von, was war das erste? ID, Brewer, Name, Style. Okay, ID wird wahrscheinlich ein Int sein, ziemlich sicher. ID ist ein Int. ID ist gleich 0. Data von Name, Morpheus, Data von Brewer. Wer hat's wohl gebraut? Der Morpheus natürlich, ist ja klar. Meine eigene Bierkette, logisch. Meine eigene Hacking-Bierkette oder sowas. Data von, was war das letzte? Style. Aha, Style. Der Style ist natürlich Hacking, haben wir doch gerade gesagt. Okay. Und Data von ABV war dann tatsächlich das, was halt ein bisschen hier schwierig war. Data von ABV ist gleich. Ich mache das jetzt mal hier kurz so. Jetzt, Payload ist jetzt natürlich gleich JSON.dumps von Data. Und den schicke ich jetzt einfach requests.post. Jetzt brauche ich natürlich noch die URL. URL, die da. Ach Mensch. Schade, dass es nicht richtig funktioniert gerade. Ja, ich weiß. Komm, ist jetzt gut. So, also API Brew. Und dann brauchen wir noch Headers natürlich, damit wir unser Token haben. Das heißt, wir müssen... Wie war das denn? Achso, halt, stopp. Wie wird das denn hier geregelt? Accept. Content Type ist Application JSON. Okay. Also der Header ist erstmal, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Schon doch hier irgendwo dieses Token drin, oder? Irgendwo in diesem Issues war das mit dem Token, wie man das benutzt. Ja, hier genau. Xcraft API Token. X-Craft API Token. X-Craft API Token. So, unser API Token ist natürlich get Token. Dann unser Content Type ist Application JSON. Und dann haben wir noch
Data ist gleich Quatsch, ist Payload. Und Verify ist Verify, so rum. Verify ist gleich false. So, das sollte gehen. Und wenn ich das jetzt habe, dann kann ich doch eigentlich... Noch was anderes? Erstmal nicht. Lass uns mal kurz nachgucken, was da... Hallo? Jetzt. Das wird zu nichts führen. Wobei, wir könnten es auch einfach hier return. Haben wir es gleich aufgeräumt. Return. So. Ja, ups. Importieren wir mal kurz JSON. So, das sollte reichen. Attribute response has no object. Das ist gut, was? Schreibt sich der anders? Das was, dann printen wir halt. Ups, ja. Das wird nicht funktionieren. Dann printen wir halt einfach alles davon. Ist jetzt auch kein Beinbruch, ne? Printen wir halt die ganze Response. So. Response 500, das ist nicht gut. Response 5, habe ich die? Internal Server Error? Irgendwas. Ja gut, eigentlich kann mir ein Internal Server Error egal sein. Ist wahrscheinlich in Ordnung. Jetzt muss ich nur mir mal hier einmal überlegen, was ich hier als Exploit reinpacke. Also ABV. Darf natürlich nicht leer sein. So, also ABV müsste... Ach Gott. Da gab es doch irgendwie so einen vorgefertigten Kram. Warte mal. Run netcat. Oder sollen wir es selber probieren? Wir probieren das selber. Das kriegen wir hin. Okay, also ABV. Also wir brauchen erstmal natürlich Import. OS. So, und dort holen wir uns dann System und lassen laufen Folgendes. So, jetzt erstmal die große Überlegung, was genau können wir laufen lassen. Wobei wir ja auch noch müssen auch noch irgendwie einen Server starten für uns. Achso. Egal. Also machen wir nachher. Also im System, was lassen wir laufen? Wir lassen laufen /h natürlich. -i 2n und 1. Ist richtig geschrieben? Ja, ist richtig. So, das pipen wir in netcat. Und, achso, die IP. Port-IP. Müssen wir noch. Im besten Fall sollten wir die sogar auslagern hier, dass wir das als Argumente einlesen können. Aber ich glaube, ich bin zu faul. Hallo? Zu faul. Hallo? Ist ja mal geil, ne? Jetzt geht's. So, netcat. Ach, wieso eigentlich nicht? Wieso pipen wir das nicht? Da kommt was rein. Da. Ups. Da. Halleluja. Da kommt was rein. So, Punkt. Format. IP und Port müsste so sein. So, jetzt wird mir das nicht reichen. Denn wenn ich hier netcat laufen lasse, sollte ich das vielleicht auch noch reinpipen. Wir pipen das in /temp. Hoffentlich haben wir darauf Zugriff. Habe ich nämlich noch nicht geprüft. File oder sowas. Temp-File. Und dann müssen wir noch die Datei quasi reinpipen. Ach du Scheiße, jetzt wird es unübersichtlich. Also wir cutten die /temp/file
und pipen uns die in BinSH. So, BinSH liest das Ganze ein. -i, das passt. So, dann pipen wir das Ganze in Netcat, wo wir IP und Port einfügen werden und pipen die Ausgabe wiederum in temp-file rein, wohingegen wieder temp-file getriggert wird, dass hier das Ganze reingetragen wird. So, jetzt noch so eine kleine Komfortfunktion, damit mir das nicht alles um die Ohren fliegt. Am Anfang sollten wir auf jeden Fall erstmal temp-file entfernen. Und wir müssen das Ding, stimmt, wir müssen das Ding eine FIFO machen. FIFO, make FIFO temp /file. Und das müssen wir dann cutten. So soll das richtig sein, oder? Glaubst du, sieht das richtig aus? Okay, so. Und jetzt, was machen wir mit dem? Jetzt müssen wir hier noch irgendwo den Netcat-Port starten. Und zwar am besten, bevor wir den Payload schicken. Ansonsten haben wir ein Problem. Sagen wir hier mal popen. Beziehungsweise subprocess.popen. So, wir starten Netcat. Auch bei uns natürlich als Server. Und zwar mit allen Optionen, wie immer, LVNP. Und zwar auf Port. Hast du es vergessen? Dann haben wir wenigstens die beiden Ports gleichgesetzt. So, jetzt brauchen wir hier oben noch IP und Port als Argumente. Hier sollte ich vielleicht die Klammer zumachen. Und dann lese ich natürlich IP als argv von 1. Port ist argv von 2 und IP Port. Habe ich das vergessen? Sollte eigentlich klappen, oder? Ja. Ich sollte vielleicht selber meine eigene Suppe auslöffeln, ne? Und Port angeben. Was ist denn meine IP? Wo ist sie denn? Ah, shit, die wird mir gar nicht. Warum? Jetzt hat sich mein Interface. Also, das seht ihr nicht, das ist leider abgeschnitten hier. Ich habe hier gerade wo drüber. Da würde ich eigentlich ganz gerne meine IP-Adresse sehen, aber ich sehe sie nicht mehr. Muss ich halt hier nochmal. So. 10, 10, 14, 43. No, nicht 42. So, okay. Dann haben wir IP. Ich sollte aufhören damit. Muss ich mir wirklich wieder abgewöhnen. So, und Port 1337 wie üblich. So, name argv is not defined. Bin ich dumm? Ach Gott, ich habe die Imports verkackt. So, ich habe noch gar keine Imports hier gemacht. Haha, außer Request und JSON natürlich, die nicht ausreichen. So, wir brauchen Import Subprocess. Wir brauchen Import from sys import argv. Und wir brauchen brauchen wir OS System? Wobei, nee, eigentlich soll. Egal, wir lassen es drin. Schaden kann es nicht. Ah, shit. Response 500. Das ist doof. Das sollte natürlich nicht sein. Hallo? Hallo? So. Also, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Was haben wir denn hier falsch gemacht? Ich glaube, ich mache das mal separat. Und zwar sage ich hier jetzt mal nicht get token, sondern ich will wissen, wo es viel schlägt. Ja. Okay, also wir wollen erstmal
Authentifikation haben. Dann wollen wir Token haben. Und dann wollen wir den Exploit starten. So, jetzt kann ich mir das vielleicht ein bisschen genauer angucken. Also Token hat funktioniert soweit. Das ist ein gültiges Token, das sieht richtig aus. Listening on Ernie 1337. Response 500. Okay, also warum hast du einen Response 500? Data ist leer. Dann fügen wir die 0 als ID hinzu. Dann haben wir Name, Morpheus, wir haben Brewer, Morpheus, wir haben Style. Das sind schon die richtigen, oder? Sekunde. Wir haben ID, Brewer, Name, Style und ABV. ID, Name, Brewer, Style, ABV. Ne, immer noch ein 500er. Ups. Okay, dann dumpen wir die Daten in JSON. Wir öffnen den Subprocess, das sollte nichts machen. Und wir fügen hinzu requests.post. So, wir landen an https://api.craft.htp/api/brew/. Dann haben wir die Headers. Wir haben das Xcraft API Token namens Token. Und dann den Content Type, den haben wir hier. Application/JSON. Dann haben wir die Data auf Payload gesetzt und Verifier False. Ich verstehe nicht, was hier falsch läuft. Und dann haben wir die Response zurückgegeben. Das sollte eigentlich kein 500er werden. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich werde jetzt mal nochmal eine Sache hier hinzufügen. Die stört mich nämlich schon eine Weile. Und zwar Request hat ein Packages. Es hatte doch hier irgendwo ein Package. So. Requests disable warnings. Genau das. Disable warnings, insecure request warnings. Genau das hätte ich gerne. Was? Was steht denn da drin? Ist es irgendwas Spezielles oder so? Unhandled exception occurred. Ach so, ja gut, ich habe halt meinen Payload vielleicht verkackt, ne? Haha, das habe ich ganz vergessen. So, also probieren wir das Ganze nochmal. Import OS. Import OS.system. Dann. Ach Gott. Manchmal bin ich echt behindert.
manchmal ist gut. Ich weiß, häufig. So, dann removen wir den ganzen Kram und wir pipen das hier wieder raus. Aber das kam halt schon trotzdem auch davor, ne? Interessant, dass es jetzt geht. Okay. Ja, gut, okay. Ich war halt einfach zu blöd und habe vergessen, die Anführungsstriche zu setzen. Okay, wer bin ich denn? Who am I? Geht das? Hallo? 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 Machen wir es nochmal. Who am I? Nein, das möchte nicht. Who am I? Hostname? Nein, alles nicht. Leider immer noch irgendwas nicht mit meinem. Achso, ja. Mit meinem Exploit. Import OS. Also das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Wir haben auf jeden Fall einen Netcat-Server gestartet, sonst hätte es überhaupt nichts getan. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir machen Temp-File zu einer FIFO. Also, wir sagen erstmal, wir entfernen /temp/file. Dann maken wir das zu einer FIFO. Machen wir es vielleicht mal so. Und dann cutten wir das Ganze. Vielleicht habe ich hier einfach verkackt. Dann pipen wir die Datei in bin bash und erstellen uns einen Netcat-Server. Aha. Was? Root? Das kann nicht sein. Opt-App. Oh nö. Oh je. Okay. Also das Ganze scheint irgendwie in der Sandbox zu laufen. Oh je, hoffentlich war das nicht alles für den Arsch. Uff. Ja, hallo. Ah, das ist ein Docker-Container, ne? Okay. Also wir sind in einem Docker-Container. Würde ich mal raten. Hallo? Hey. Ja, Docker. Okay, Docker, Environments, da gibt es die. Ja, gut, das bringt mir halt wirklich recht wenig, ne? Oh, Time. Ja, okay. Puh. Okay, wie kommen wir jetzt von dem Docker-Container raus? Also Docker an sich ist ja erstmal. Na gut, es könnte halt falsch konfiguriert sein, ne? Aber wir haben sonst ja quasi gar nichts. Also ich meine, wir haben schon echt. Hallo, jetzt nimm doch mal meine Maus an. Wir haben ja schon alles gemacht. Okay, was ist hier drin? Hab ich jetzt auch einen Timer oder was? ls-ka. Man kennt's. ls-ka. ls-ler meine ich natürlich. app.dbtest.py. Also ich meine, die app.py kennen wir ja, aber kann ich den hier drin ausführen? Habe ich Vim? Ach, shit. Hab ich Nano. dbtest.py. Nein, was habe ich? Habe ich irgendwas? Habe ich wget? Ich habe wget. Na, toll. Okay, also wir schnappen uns dieses wundervolle Skript. So.
Wir schnappen uns dieses wunderschöne Skript und machen uns hier mit Vim ein richtiges Skript. Wie nennen wir das? dbtest2.py. So, was mich jetzt nämlich hier wurmt, ist, dass wir hier nur fetch1 haben, aber ich möchte eigentlich ganz gerne fetch_all haben. Hihi. Alter. Fetch_all. So. Oder muss ich dann noch irgendwie... Nee, warte mal, bevor ich das jetzt hier speichere. Die Brews interessieren mich echt einen Scheiß, ne? Wie wäre es, wenn wir SQL überschreiben mit Show Tables. Datenbank müsste jetzt immer noch dieselbe sein. Show Tables, okay. Dann db-test. Ne, das bringt uns gar nichts. Okay, dann müssen wir jetzt uns wieder hier einloggen. Wir müssen das Ganze wgetten. Und zwar... Ach so, scheiße. Braucht man IP-Adresse? Ups. Also wir wgetten das Ganze und was wir wollen. Ich müsste jetzt erstmal den Server aufsetzen, ne? Weil tatsächlich, shit, jetzt habe ich schon beendet, könnte das sogar klappen. Mit wget hier die http://10 14 43 /dbtest 2.py. Unable auch mal nur. Na gut, da muss ich erstmal noch einen Server aufmachen. Ich brauche eine neue Shell. Wir machen einen Python. Da ist es sogar schon. Python-m. Python-m. Ach Gott. Ja, ist ja gut. Mach mal. So, Setting up. Ach scheiße, das ist im falschen Directory. Wo bin ich denn gerade? Ich will doch eigentlich in Craft rein. So, den da. Serving, bla bla bla. Gut, perfekt. Okay, jetzt. Dann wgetten, wir wollen 10 http://10 10 14 43 /dbtest2.py. Vielen Dank. Und jetzt wollen wir Python das geht ja nicht, dbtest2.py. Name Optus not defined, was? Bitte was? dbtest2.py. Ja, und was für ein Fehler kommt? Mann! Wer kopiert sowas denn mit? Außer mir, Mann. Okay, jetzt aber. Wir wgetten uns die 10. Scheiße, ich muss mir das echt kopieren. /10 10 14 43 dbtest2.py. Ich bin echt eingerostet. File exists. Ich weiß. dbtest2.py. So, ich kopiere mir das jetzt. Das nervt mich. So. Ich kann nicht einfügen. Und meine Maus spinnt auch ein bisschen rum. Hey. So. Jetzt. Python dbtest2.py. Was? Okay. Hä? Tables in Craft. Oh. Tables in Craft. Ach, das ist die Tabelle natürlich. Brew und User. Okay. Gut, ja. Dann die User-Tabelle, I guess. Die
User-Tabelle. Select all from user. Kein Limit. Fetch all. Okay. Dann exploiten wir nochmal. So, jetzt sind wir wieder auf der Maschine drauf. Und jetzt holen wir uns die Datei doch nochmal. wget. Hab ich das nicht noch im Zwischenspeicher? Hab ich. Ach ja. Ja, ich weiß. Die ist noch da. Hallo? Okay. RMDB-Test 2.py und natürlich geht das nicht. wget. Das müsste eigentlich stimmen soweit, ja. Gut. So, Python. db-test 2.py und ach, endlich. So, also, ach Gott. Das Passwort von Dinesh haben wir ja schon. Aber jetzt haben wir, lol, die sind im Klartext gespeichert, ne? Das war vorhin das Passwort, das tatsächlich funktioniert hat. Jetzt haben wir das Passwort von Ebachman und von Guilfoyle. Cool. Was mache ich jetzt mit denen? Das sollte ich erstmal so stehen lassen. Keine Ahnung, Guilfoyle. Okay, den Simple Server brauche ich eigentlich hier nicht mehr. Ich mache mal für euch ein bisschen größer. Okay, und was machen wir jetzt mit dem? Oh, ich habe eine Idee. Moment mal. Wir haben uns doch... Moment, das waren die Login-Daten für... Hey, wir haben... Ja, das sollte gehen. Warte mal. Guilfoyle mit Y. Guilfoyle mit Y. So. Also das brauche ich nicht mehr. Craft API, das da. Hier können wir uns doch sicher einloggen, oder? Das ist der einzige Bereich, wo man sich einloggen kann mit Username, außer an der API. So, mit Dinesh haben wir uns schon eingeloggt. Jetzt nehmen wir, Quatsch, das ist das Falsche. Nehmen wir Guilfoyle und signen uns in. Oh. Der hat ein eigenes Repository. Add script to enable secrets backend. Secrets.sh. Okay. .ssh? Nicht da. Hä? Die muss man doch nicht mal mit hochpushen. Also, was er hier gemacht hat, ist der. Ja, also das ist der öffentliche Schlüssel, den braucht man normalerweise, den hinterlegt man auf dem Server, damit man quasi sich mit seinem SSH-Schlüssel einloggen kann. Und er hat jetzt auch noch seinen privaten Schlüssel mit hochgeladen. Was natürlich für ihn nicht so praktisch ist. Für mich ist es sehr praktisch, aber ja gut, natürlich. Also das ist, wie gesagt, hier eine Simulation. Das ist vielleicht nicht ganz so realistisch. So, wir laden uns das Ding jetzt als ZIP runter. Muss das im Downloads-Ordner wahrscheinlich, oder? Was? Wo bin ich denn? Achso, ja, stimmt. Ich bin ja schon hier. So, dann haben wir Craft Inframaster, okay. Unzip. Das ist eine Zip, ne? Unzip Craft Inframaster. So. Okay, dann haben wir Craft Infra. Und hier drin haben wir genau, die .ssh, da gehen wir rein, .ssh. So, jetzt kann ich damit vielleicht sogar mich einloggen auf dem Server, wenn alles
Oder? Fehlt noch was. Ich kann es ja mal probieren. Ich meine. Okay, also dann machen wir hier mal SSH minus. Was ist das? Nein. SSH, oh Gott, wie hieß der Kerl? Shit. Guilfoyle, genau. Ich musste irgendwie an was anderes denken. Guilfoyle. Dann add. Craft.htb. So, ja. Passwort? Shit. Probieren wir das da. Vielleicht klappt das ja. Verdammt. Ich habe kein anderes. Nimm das bitte. Permission denied. No. Okay. Ach Gott, ich habe den Key vergessen. Scheiße. Okay. Minus I IDSA müsste hier drin sein, genau. Ja, genau. The private key. Was? Permissions 0644 for IDSR are to open. It is required that your private key files is not accessible by other users. This private key will be ignored. Ah, shit. Okay, chmod. 600 für IDSA, oder? Geht das? IDSA, genau. So, jetzt. Genau, jetzt sollte. Genau, Dankeschön. So. Und jetzt wollen wir Paste Clipboard. Oh mein Gott, und wir haben uns eingeloggt. So wunderschön. Okay. Das heißt, wir sind jetzt auf dem richtigen Server. Ja, wir sind auf dem richtigen Server. Wir haben die User Flag. Cut user.txt. Wunderschön. Das ist eine geile Challenge gewesen und wir sind noch nicht mal ganz durch. So. Also, ich wechsle hier mal ganz kurz rein, damit wir die Flag submitten können. Achso, das wird nicht funktionieren, ne? Nein, das wird nicht funktionieren, das ist nur die IP-Adresse. Okay, dann muss ich mir die Flag hier kopieren. Wir kennen das Spielchen ja schon. Wir müssen das jetzt hier in... Ja, ich schneide das mal raus. Wobei, halt nein, jemand von euch hat mich darum gebeten, das nicht rauszuschneiden. Also machen wir einfach ein neues Terminal auf und wir wimmen jetzt in Mount. Und hier ist die Travel Flag schon drin. Nicht die Travel Flag, wie hieß das Ding? Craft, genau. Craft.flag. So. Also, das ist der erste Teil unserer Flagge. Das speichern wir uns. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Wir sind ja hier erstmal nur User. So, ich muss kurz hier das zumachen wieder, weil ich will die Flag gerade noch nicht abgeben, aber ich habe die auf dem Seitenbildschirm schon aufgemacht. Okay, jetzt schauen wir uns doch hier mal. Achso, ja, ich muss ja hier bleiben mit der Maus. Okay, jetzt schauen wir uns hier mal kurz um. CD. Was haben wir denn hier? Guilfoyle, okay, was haben wir noch? Ach, was ist denn das? Nichts Spezielles. Ach Gott, warte mal. Ich bin doof. Profile, SSH, Volt Token. War da nicht vorhin irgendwas mit Volt Token oder sowas? Volt, hier genau, Volt. Was kann Volt? Was ist das überhaupt? Secrets.sh. Volt. Also das hier enabled SSH, I guess. Sieht so aus, als würde es für Root den SSH-Zugang wieder ermöglichen, ja, Default User Root. Okay, das heißt, standardmäßig ist der User natürlich nicht verfügbar. Wir wollen ihn verfügbar machen. Was steht denn in Volt Token drin? Volt Token. Oh!
Das ist das Token. Das ist ein Token. Also nicht, nicht der Schlüssel oder sowas. So, Sekunde, warte mal. Vault Write SSH. Vault Secrets Enable SSH. Ist das hier irgendwo? Hab ich doch irgendwo meinen. Shit, den habe ich natürlich nicht mehr offen. Warum sollte ich den auch offen haben? Warum auch, ne? Wäre ja viel zu einfach. Python, wo ist der Simple Server? -m, Simple Server auf 80. Ja, ich weiß mit sudo. Oh, shit. So, jetzt aber. Okay, also der Simple Server läuft. Jetzt kann ich mir. Halt, das ist im falschen Directory. Ach ja, Home/Downloads müsste es sein. Downloads. Dort die Craft-Infra. Dort. Oh, ÖS wird es nicht geben. Dort die Vault-Sachen. Genau da drin will ich meinen Simple-Server haben. So. Und jetzt, wie heißt die Datei? Das ist die große Frage. Secrets.sh, okay. Secrets.sh. So, die laden wir uns runter. Okay, also. wget ist sicher installiert. http://10 10 14. Oh, verdammt, wie hieß ich? 43 war es, glaube ich. 43? Hier irgendwo was von meiner IP-Adresse drin steht. Ähm, 10, 10, 14, 43, genau. wget, dann wollen wir hier die Datei secrets.sh haben. Genau, secrets.sh. So, die will ich haben. Und secrets.sh. Hallo? Hallo? Was? Success data written to SSH roles root OTP. Error making API request. Code 400. Errors. Exiting mount at SSH/. Ah, okay, das wird es nicht sein. Gucken wir doch nochmal ganz kurz nach, was das überhaupt macht. Vault Secrets. Secrets Engine. Vault by HashiCorp, okay. Aha. This is a lot like CH-Root. Vault Path Help, also CH-Root ist genau das, was ich brauche, deswegen will ich das unbedingt haben. Kann ich mich hier bei Vault irgendwie einloggen, weil ich brauche ja quasi... Ich muss ja das Token Login. Okay, probieren wir es doch mal. Token will be hidden. Das ist genau mein Token. Wo sind wir? Scheiße, wo ist mein Token? Da. Token geht bis Stuffing Guilfoyle an, also hört es da auf. So. Ha! Success. You are now authenticated. The token information displayed below is already stored in the token helper. You do not need to run Vault login again. Future Vault requests will automatically use this token. Token Accessor, Token Policies Root. Kann ich jetzt mich irgendwie, probieren wir einfach nochmal das Skript auszuführen. Secrets.sh. Schade. Okay. Kann ich mich jetzt als Root schon einloggen? Vielleicht ist das, es müsste ja eigentlich, Token Accessor müsste ja eigentlich mein Zugangspasswort sein.
So, das probiere ich jetzt. Also, SSH root add. Ja, scheiße. Ich habe keine IP-Adresse mehr. Ah, halt, stopp. Craft.htb, das geht ja immer noch. Craft.htb. SSH-Key habe ich keinen für root. Passwort. Nein, Passwort. Nein. Scheiße. Welches Passwort denn dann? Mist. Okay, also wir haben noch kein Passwort. Dieser Token Accessor funktioniert offensichtlich nicht. Was brauchen wir denn jetzt? Sekunde. Wir hatten doch hier irgendwo die Volt. Da. Volt write. SSH. Keytype OTP. Default User Root. CIDR List. Probieren wir es doch einfach mal mit. So was, wenn ich das jetzt hier kopiere. So, write SSH roles root OTP. Dann hatten wir Keytype ist gleich OTP, Default User ist gleich root. Die CIDR-List. Volt write SSH. Volt write SSH. Okay. Volt secrets enable. Volt write SSH. Nein. SSH client. SSH config. Write SSH client. Keygen. SSH. Host key signing. Client side verification. One-time SSH Password, genau das. So. Start Vault. Okay, haben wir. Vault läuft schon lange. Vault, Secrets, Enable, SSH haben wir schon gemacht. Write SSH Roles OTP Key Role. Keytype ist gleich OTP. Das ist genau das, was wir haben. So. Okay, dann probieren wir es doch mal damit. Also. Shit, das habe ich schon wieder vergessen. Wo ist es denn? Also, Keytype ist gleich OTP. Key, Type ist gleich OTP. Dann Default, User ist gleich Root. Und CIDR-List ist 0000. So, jetzt gibt es keinen Fehler mehr. Okay, dann schauen wir doch mal rein, was da drin steht. SSH slash Das liegt wahrscheinlich jetzt im... das liegt im Root Directory. Ach nee. Warum kann ich denn eigentlich hier nicht hochgehen? Also Volt write SSH slash warte mal. Warte mal. Wir gehen nochmal. Ups, das ist falsch. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Das da. Hier. Create a Credential. Das ist es doch. Wir haben noch kein Credential dafür. Das heißt, wir brauchen Volt write. Das da. Das kopieren wir uns.
Für was soll das gültig sein? Oh, ups. Funktioniert der 127.000? Geht das? Oh ja, opt key roll not found. Ja, okay. Das ist mir klar. Ich wollte eigentlich das Enter auch nicht mitkopieren, mein Freund. So. Das wäre in unserem Fall dann Creds. Für was mache ich denn jetzt mein Creds? Für Root OTP, oder? Root OTP. Key. Das ist ein Key. Okay, vielleicht klappt der ja tatsächlich. Dann gehen wir... Ah, scheiße. Dann gehen wir doch mal... Nee, closed. Oh mein Gott. Das hat wirklich geklappt. Cool. Nice. Okay, dann können wir jetzt hier offiziell sagen, wir wollen die Flagge eintragen. Und wir speichern uns das. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, der Shared Folder. Und die finden wir hier dann unter Kali Shared, Craft Flag. Und dann haben wir hier den Shared Folder. Und dann kann ich die beide hier eingeben. So, wo ist die? Die da habe ich gesucht. Diese Webseite. Wir submitten die Flag. Und wie schwer war das? War das jetzt User? Das war jetzt nicht die User Flag, oder? Das war die User Flag. Doch, User fand ich Medium, ehrlich gesagt. War cool, auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Ah, incorrect flag. Scheiße. So viel zum Thema Medium. Mal gucken, ob die Root Flag stimmt. Ansonsten habe ich gerade aus Versehen eine andere Maschine gemacht oder falsch kopiert. Incorrect flag. Okay, cool. Gucken wir noch mal ganz kurz rein, ne? Submit. So, hier jetzt. 5 Medium. Incorrect flag. Hä, habe ich eine andere Maschine gemacht? Oder habe ich irgendwas falsch kopiert oder sowas? So, also wir haben doch hier eindeutig die Root Flag. So, da steht sogar cutroot.txt, ja? 831D64EF5419591. Okay, das ist weird. Aber ich persönlich würde behaupten, wir haben es trotzdem geschafft. Das ist ein bisschen seltsam. Vielleicht probiere ich es einfach nochmal wann anders. Aber für mich sieht das ehrlich gesagt so aus, als hätten wir eigentlich die Root Flag. Incorrect Flag. Okay. Wenn ihr wisst, was da passiert ist, dann schreibt ihr mir das ganz gerne mal. Aber ich bin der Meinung, wenn da root.txt steht, dann haben wir die Root Flag definitiv gefunden. Und dementsprechend war es das auch von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.